Sag mal, hattest du eigentlich letztes Jahr was mit einer Nonne? Kann das sein? Nö. Wie kommst du darauf? Bist du ganz sicher? Ich guck nämlich im Kollektivbewusstsein nach. Okay. Ja. Hallo liebe Freunde erwachten Bewusstseins. Und genau darum geht es heute. Bewusstsein. Und zwar das kollektive Bewusstsein. Mit den Matrixern. Jonathan? Shiva. Ja, das kollektive Bewusstsein bzw. das kollektiv Unbewusste, wie ja Carl Gustav Jung es postuliert hat, ist halt eine Art Pool, Bewusstseinspool oder Erinnerungspool, in das eben alle Informationen, die jemals auf der Erde stattgefunden haben, stattfinden und noch stattfinden werden, gespeichert sind. Also wie eine gigantische Datenbank. Ja. Und diese Datenbank, da ist eben alles drin. Ja. Das kennt man ja auch vielleicht, wenn man so an Google denkt, ja, an so Datenkraken, die sammeln ja auch Informationen überein. Welche Webseiten man aufsucht und welche Webseiten man gut findet, welche Produkte man sich im Internet vielleicht angeschaut hat und so weiter und so fort. Und all diese Daten sammelt ja Google. Das kollektive Bewusstsein oder kollektive Unbewusste oder im spirituellen Bereich auch bekannt als die Akasha-Chronik. Und da haben wir es also mit einer riesigen Datenbank zu tun, die automatisch gefüttert wird. Also nicht so wie Google immer spionieren muss, sondern da werden alle Gedanken sofort hintransferiert und abgespeichert. Das heißt also, alles, was man so gedacht hat und gefühlt hat, welche Ideen man hatte, was man so alles geplant hat und was man in der Vergangenheit alles so angestellt hat, all das wird da abgespeichert. Genau, eben alle alten Programmierungen, Glaubenssätze, Überzeugungen, was das ganze Kollektiv der Menschheit eben betrifft. Ja. Und was Einstein mal gedacht hat über seine Relativitätstheorie, ist alles da abgespeichert. Auch das, was du gedacht hast, was du gestern gegessen hast oder was du letzte Woche so getrieben hast, alles abgespeichert. Ja, genau. Und da es eben das kollektive Bewusstsein ist, steht jede Information theoretisch jedem zur Verfügung. So ist es. Also jemand, der Zugriff auf die Akasha-Chronik hat oder eben auf dieses Kollektivbewusstsein der Erde, der weiß alles, Ja. was er wissen will. Ne? Ist aber auch mit dem ganzen Quatsch dann sozusagen konfrontiert, sage ich mal. Da muss man dann schon unterscheiden lernen, was gehört zu einem und was nicht. Was will man annehmen und was nicht. Denn da sind ja nicht nur die ganzen Sachen drin, da ist ja alles drin. Zum Beispiel auch alles an Missbrauch ist ja auch da drin. Gehört alles in unser Feld. Alle Verletzungen, Ja. alles ist da drin. Alles. Ich denke mal, viele von euch, die ihr zuschauen, kennen das ja wahrscheinlich schon mit dem kollektiven irdischen Bewusstsein bzw. der Akasha-Chronik. Ne? Und was viele aber vielleicht noch nicht wissen, ist, dass es auch ein kosmisches Kollektivbewusstsein gibt. Ja, und das gilt es anzustreben. Oder sich damit wieder rückzuverbinden bewusst. Ja. Normalerweise ist es nämlich so, dass in der Akasha-Chronik nur das abgespeichert ist, was eben innerhalb der Erdmatrix passiert ist. Genau. Und das kosmische Kollektivbewusstsein hingegen hat alles abgespeichert, was jemals im ganzen Universum passiert ist. Mit all den Milliarden oder Abermilliarden Aliens, die da so leben. In allen Dimensionen. Ja. Und was ihr vielleicht noch nicht wisst, ist, dass das kosmische Kollektivbewusstsein Zugriff hat auf das Kollektivbewusstsein der Erde. Ja.
Und wenn ihr also irgendwann sterbt und löst euch von eurem Körper und begebt euch dann auf die 4D-Ebene und plant vielleicht, so wie wir auch empfohlen haben, eines der schwarzen Portale zu nehmen. Und da kommen die Matrix-Wächter an und denken, oh, der soll doch wieder ins Licht gehen, so wie alle anderen. Dann blättern die nämlich kurz mal nach. So ist es. Oder? Wie stellst du dir vor, wie das läuft? Naja, die scannen dich ja telepathisch. Und die haben ja vollkommen Zugriff auf dich. Die wissen mehr über dich als du selbst. Ja, und wie kommt das zustande? Was meinst du? Wie das zustande kommt, ich meine. Die können ja nicht nur telepathisch auf einen zugreifen, sondern die können auch in der Akasha-Chronik lesen. Ne? Zum Beispiel, wann du fällig bist. Was meinst du mit fällig? Ja, wann du physisch deinen Körper ablegst. Ach so, ja, klar, weil das ja alles schon festgelegt ist. Ist ja alles schon drin gespeichert. Ob das jetzt 100%ig so passieren wird, wie das da so steht, es gibt ja mehrere Realitäten. Ja. Aber in den meisten Fällen trifft es ja zu. Ne? Und dann können die gucken, hier, die Shiva, ne? Die stirbt morgen. Ja. Und sie hat gesagt, sie will durchs schwarze Portal. Ja. Da müssen wir noch mal schauen, was wir da machen können. Und da gibt es ja Tricks. Ja. Von deren Seite, oder? Ja. Die können sich verwandeln, wenn ich Personen nicht loslassen kann. Oder die schlagen einem vor. Du kannst genau dieses Leben leben, was du dir gewünscht hast. Oder, ja, die haben jede Menge Tricks. Was sie dir nicht sagen, dass das alles nur Tricks sind. Du kriegst vielleicht das Leben, aber das Kleingedruckte, das zeigen sie dir nicht. Nein. Ja, und wenn du zum Beispiel auf kleine, süßen Welpenhunde stehst, ne, kann es durchaus sein, dass du dann denkst, ja, nee, ich will raus aus dem Reinkarnationszyklus, ich nehme mal das schwarze Portal und dann guckst du nochmal zurück zum Licht. Und da siehst du so ein kleines, süßes Hundewelpchen, ne, das deine Hilfe braucht und ganz, ganz doll Hunger hat. Ja, nur um mal ein Beispiel zu nennen. Ja, also, und das könnt ihr euch ja jetzt mal hochrechnen, welche Möglichkeiten es vielleicht gäbe, euch doch noch irgendwie zu überzeugen, besser wieder ins Licht zu gehen. Ja, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja. Ja, also das kollektive Bewusstsein. Spannende Geschichte eigentlich. Genauso wie das kosmische. Und ja, da gibt es eigentlich viel zu erzählen, weil durch das kosmische Bewusstsein ist es ja viel Missbrauch geschehen von vielen Seiten. Und ich meine jetzt nicht nur sexuellen, sondern generell eben das ganze Macht, Spielchen, Macht, Ohnmacht, das ganze polare Dualitätszeug. Ja, und es wäre zu raten, sich von diesen kollektiven Programmierungen abzulösen. Ja, man muss ja auch bedenken, auch während Lebzeiten innerhalb der physischen Realität mit einem fitten und gesunden Körper sind trotzdem alle Daten in der Akasha-Chronik einzusehen. Und wenn da mal nachts Aliens vorbeikommen, ne? Die wissen ja auch ganz genau, oh, guck mal hier, da, ne? Die Shiva, die fängt an, sich zu erinnern. Ja. Ja, das geht nicht. Die darf sich ja ihrer Göttlichkeit nicht so schnell bewusst werden, das muss unterbunden werden. Sonst wird die ja so stark und einflussreich, wer weiß, was die damit anstellt. Ja. Tja, zum Guten für die Menschen, zum nicht so Guten für die Aliens dann wahrscheinlich. Ja, und dann schauen die natürlich, wo da Schwachpunkte sind. Ne? Ja. Und wie Shiva ja schon sagte, das Ziel ist eigentlich, sich von dem kollektiven Bewusstsein abzunahmen. Das heißt, die Verbindung zu trennen. Denn das Kollektivbewusstsein versorgt einen nämlich auch mit vielen, vielen Glaubenssätzen. Ja, man ist sehr beeinflusst, ne? Ja, mit der irdischen Programmierung. Das kann man ja auch bei Kindern beobachten. Beispielsweise habe ich in meiner Kindheit von Serpentinen geträumt. Da war ich vielleicht 3 Jahre alt. Und nie hat irgendwie einer mir was von Serpentinen erzählt. Ja. Oder wie die aussehen könnten. Oder ich habe auch nie da vielleicht ein Buch mit Bildern gesehen oder so. Niemals.
aber ich träumte von Serpentin. Wie kann es also sein, dass ich als Kleinkind von Serpentin geträumt habe? Und die einzige Erklärung ist, wie Carl Gustav Jung ja auch festgestellt hat, ist, dass man auch während seiner Kindheit schon mit dem Kollektivbewusstsein verbunden ist und sich da Informationen runterlädt. Aber das sind natürlich die generellen Standardinformationen. Ja. Und dann wird man natürlich mit diesen Informationen gefüttert und die programmieren natürlich auch gleichzeitig das Bewusstsein. Und darum ist es wichtig, sich von dem Kollektivbewusstsein abzunabeln, selbstständig zu werden, eigenverantwortlich zu werden, sich von den Glaubenssatzmustern des Kollektivs eben zu distanzieren. Es ist ja auch so mit dem kollektiven weiblichen und kollektiven männlichen. Frauen lassen sich ja auch von diesen Glaubenssätzen, die über die Jahrtausende eben entstanden sind, beeinflussen und denken, das sind ihre eigenen Glaubenssätze, das sind sie selbst, oder der Schmerz der Weiblichkeit, denken sie natürlich, das sind sie selbst, oder die Verletzungen, oder fühlen es, als wäre das ihr eigener Schmerz. Dabei ist das eben die Geschichte tausender Jahre, die jetzt eben ja auch mal aufgearbeitet werden kann, klar, aber dass man sich davon auch mal distanzieren darf und ja, versuchen davon zu lösen, von diesen Programmierungen und Glaubenssätzen, die da eben auf einen einströmen und einen eben behindern, das zu leben, was man eigentlich wirklich ist, will. Ja. Ne? Das sieht man ja auch bei Google. Ne? Also Google, ne? Das stimmt, das ist ein gutes Beispiel. Ja, Google sammelt ja alle Informationen über uns. Ne? Egal, was wir im Internet machen. Ne? Und man sieht das ja jetzt auch, wie sich das so parallel verhält, wie im Kleinen so im Großen. Jetzt gibt es natürlich den Konkurrent von Google, DuckDuckGo.com. Und das ist eine Suchmaschine, die sammelt keine Daten über dich. Die wird all deine Daten anonym behandeln. Ja? Das heißt also, damit nabelst du dich eigentlich von Google ab und benutzt eben eine andere Suchmaschine, damit keiner das bemerkt. Ne? Oder keiner weiß, welche Seiten du da alle aufgesucht hast. Ne? Weil das ist ja deine Privatsphäre. Ne? Und das ist eben eigentlich so damit zu vergleichen, oder? Ja, ich habe da auch noch ein Beispiel mit Google, das ist mir vorhin eingefallen. Ja. Weil wenn man Google irgendwie schon mal was eingibt und wenn es nur 2 Buchstaben sind oder ein Wort, dann gibt Google dir ja Vorschläge. Ah, gut, ja. Und das sind etwa so die Vorschläge der Programmierung und Glaubenssätze, die dir dann gezeigt werden. Glaube ich jetzt dies oder glaube ich das? Und du hast natürlich dann die Wahl auszusuchen, glaube ich jetzt dies oder glaube ich jetzt das? Und meist entscheiden wir uns natürlich für das Falsche. Und ja, aber das wäre jetzt mein Google-Beispiel. Ja, genau. Ne, man hat nur 2 Buchstaben eingegeben und schon kommt eine Latte an Vorschlägen, weil die ja alle benutzt. Hast du Latte gesagt? Ja, ich habe Latte gesagt. Ein Scherz muss sein. Ne? Und aus dem Grund, da sieht man ja schon, dass man eben die Standardwörter sofort geliefert bekommt. Ne? Das heißt, wenn wir das nämlich auf unser Beispiel übertragen mit dem Kollektivbewusstsein, braucht man eigentlich nur die ersten 2 Sätze denken und dann kommen schon die anderen Sätze runter vom Kollektivbewusstsein, wie dieser Satz denn wohl aussehen könnte oder enden könnte. Ne? Das fällt uns ja auch oft auf beim Denken. Ja. Ne? Man denkt schneller, als man spricht. Wenn man zum Beispiel über etwas nachdenkt, klar denkt man in Sätzen, aber wenn man zum Beispiel diskutiert, angeregt mit jemandem diskutiert und da ist der Wortwechsel sehr schnell, denkt man ja vorher nicht über die Sätze nach, sondern die kommen aus einem herausgesprudelt. Ja. Ne? Und da merkt man ja schon, ne, dass da irgendwie eine Unterstützung, eine externe Unterstützung vorhanden ist, ne, die dich schon mit den Standardinformationen füttert. Ne? Was wir vielleicht noch als Beispiele anbringen können, dass zum Beispiel ja viele die gleichen Standardglaubenssätze haben, zum Beispiel in Bezug auf Geld oder in Bezug auf Beziehungen und Arbeit, Berufung. Da kann man schon, wenn man durch die Bevölkerung geht, sage ich mal, bei fast jedem die gleichen Standardglaubenssätze sehen. Ist das nicht merkwürdig? Ja, und das sogar kulturübergreifend. Kulturübergreifend, ganz genau. Und woher kommt das wohl? Weil wir sind ja auch alle miteinander verbunden, das darf man nicht vergessen. Wir sind alle Telepathen. Ich weiß zum Beispiel, was Fritz Walter in diesem Moment in Frankfurt gedacht hat. Ich habe noch nie mit einem Fritz Walter gesprochen. Ja, aber so gesehen, also. Und das ist eben das kollektiv Unbewusste. Ne? Wir reden alle telepathisch miteinander.
Nur kriegen wir das nicht so mit. Ja. Also ganz spannendes Thema, das mit dem Kollektivbewusstsein. Leider muss man auch sagen, dass das Kollektivbewusstsein eben auch einer Standardprogrammierung entspricht. Ja. Ja. Und inwiefern das Kollektivbewusstsein auch manipuliert ist in irgendeiner Weise, Ja, weiß man ja auch nicht. Das ist eine andere Frage. Also da haben wir auch unsere Theorien. Ja, das weiß man auch nicht. Also, wer sich denkt, ja, Google spioniert mir zu viel, ich gehe zu DuckDuckGo, ne, ist bestimmt auch einer von denen, die vielleicht darüber nachdenken, sich vom kollektiven Bewusstsein abzunabeln, ne, also vom Kollektiv zu trennen. Und um sich von diesem Kollektivbewusstsein abzunabeln, da findet man auch wieder seine Individualität mehr. Ne? Und plappert eigentlich nicht all das nach, was all die anderen sagen. Ne? Da sieht man ja auch die Entsprechung, die symbolische Entsprechung im Außen mit der Mainstream-Presse oder so. Da sieht man das ja auch, dass die einem ja auch irgendwo vorplappern, was man zu glauben hat. Ne? Und viele von uns haben ja mittlerweile gemerkt, dass das auch höchst subjektiv ist, was da gesagt wird und gar nicht mehr so unabhängig und objektiv, wie es vielleicht mal irgendwann so gewesen sein könnte. Ja. Jedenfalls unser kleiner Tipp und unser kleiner Beitrag zum Kollektivbewusstsein oder wie Jung sagte, das kollektive Unbewusste, weil es uns ja nicht bewusst ist, darum hat er das so genannt, auch sehr intelligent. Ne? Ja, wie du ja sagst, es ist absolut wichtig, sich davon abzunabeln. Und wie machen wir denn das am besten, lieber Jonathan? Wie fragen? Ja, natürlich. Das Kollektivbewusstsein kann nur über das Denken auf uns zugreifen, beziehungsweise die Vorschläge machen. Man könnte fast sagen, Google kann einem nur Vorschläge machen, wenn man auch Google aufruft und was eintippt. Ja, Ne? so ist es. Wenn man Google nicht aufruft, können die auch keine Vorschläge machen. Ne? Und so ist das auch mit unserem Denken. Ne? Wir denken und damit connecten wir uns auch mit dem Kollektivbewusstsein und dann kommen natürlich die Vorschläge rein. Ne? Und die meisten Menschen übernehmen gleich die ersten Vorschläge, so wie ich das beobachtet habe. Ne? Und daher, wenn man das Denken zeitweise nicht nutzt, können auch Informationen aus dem Kollektivbewusstsein nicht bei uns landen. Darum ist uns die konstruktive Dissoziation auch so wichtig, ne? Weil die in diesem Fall dieses Problem auch löst. Ja. Und wer nicht gleich tief in die Dissoziation einsteigen möchte, der prüfe gegebenenfalls jeden Gedanken, der da reinkommt. Alternativ. Unbedingt. Ja, unbedingt. Und da sind wir auch wieder teilweise bei Glaubenssatzarbeit. Unbedingt, ja. Ne? Eine Liste machen mit positiven und negativen Glaubenssätzen und mit begrenzenden Glaubenssätzen, dass man die alle mal notiert und auflistet. Ernährung, Beziehung, Beruf, alle Themenbereiche deines Lebens. Ja, richtig. Und dann eben daran arbeiten, eben die negativen und begrenzenden zu transzendieren bzw. aufzulösen. Ne? Ist natürlich auch eine Möglichkeit, ist aber die langsamste, würde ich sagen. Ne? Weil die Dissoziation, die fegt das alles mit einem Mal weg. Ne? Und, aber Glaubenssatzarbeit ist natürlich auch gut für jene, die eben, wie Shiva schon sagt, sich nicht so in die Dissoziation stürzen wollen, weil Dissoziation... Zweischneidiges Schwert? Zweischneidiges Schwert, genau. Also da kann man auch manchmal ein bisschen Probleme kriegen, ne, wenn man da übertreibt. Und darum für diejenigen, die das lieber ganz sanft und in Ruhe angehen möchten, halt Glaubenssatzarbeit praktizieren. Ja, ihr lieben Leute, ihr habt euch bei unserem letzten Video so rege beteiligt. Da wollten wir echt nochmal ein ganz großes Danke an euch dalassen. Es waren ja so unglaublich viele Vorschläge und Beteiligungen. Das war total genial. Also da haben wir jetzt eine Menge Stoff, um da mal reinzufühlen auch. Total toll. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn das in diesem Beitrag auch so sein würde. Was haltet ihr denn vom kollektiven Bewusstsein? Was habt ihr für Erfahrungen damit gemacht? Habt ihr damit gearbeitet, aufgelöst, integriert, was auch immer? Ja, wir würden uns wieder, wie immer,
über Kommentare freuen. Und ja, wir sind gespannt. Ja, wir sind gespannt. Und das nächste Video, lasst euch überraschen, wo wir da sein werden. Ja, da werden wir von einem ganz besonderen Ort aus unser Video machen und mal schauen, wer diesen Ort kennt. Und es wird nicht mehr die Insel sein. Nein, nein. Macht's gut, Leute. Macht's gut und eine wunderbare Zeit. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.